Willkommen zurück zu einem hoffentlich heute kleineren Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo mit den Regeln und so weiter und so fort. Verlinke ich euch wieder ans Ende des Videos. Eine kleine Sache, bevor wir heute anfangen. Heute gibt es kein Update für EMC und Jimmy. Einfach und ganz allein aus dem Grund, es hat sich nichts geändert. Ja, ich verlinke euch das große Roadmap-Video wieder ans Ende. Aber gut, wir hatten heute keinen Squeeze. Ja. Es ist eine kurze Woche. EMC und Jimmy springen immer freitags, montags. Diesmal ist Freitag auch zu. Ähm, Schauen wir mal, was wir die Woche durchbekommen. Aber ich gehe von nichts Großem aus. Ja. Innerhalb der Woche. Ja. Somit schauen wir mal. Gut. Wir fangen heute gleich mit IWM und Wix an. Gut. Hier das IWM-Tracking. Ja? Und zwar ausnahmsweise nicht unbedingt mit meiner Methode, sondern einfach nur mit Urfractal mit es schaut so aus und Bars Pattern. Ja? Wo ich ja immer dazu sage, es kann funktionieren, man sollte es halt nur nicht auf die Dauer machen, weil es wird kleine Unterschiede geben und irgendwann hören sich diese ähnlichen Passagen halt wieder auch auf. Für all diejenigen, die in den letzten Tagen und vor allem auch letzte Woche diesem Tracking gefolgt sind. Ich gratuliere, weil ganz ehrlich, wir haben heute geöffnet, natürlich wegen dem P-Still hatten wir einen Gap-Up. Also ich habe heute meine IWMs, glaube ich, mit 500% geschlossen und meine QQs mit 600, 700%. War super. Ich muss allerdings eins zu sagen, ich glaube, wir sind nicht fertig. Was meine ich dazu? Also, nur zur kurzen Erklärung für die Neuen oder die es noch nicht gesehen haben. Beides sind 24-Stunden-Charts. Beides ist IWM. Linke Seite ist August 2018 bis Februar 2021. Rechte Seite November 2021 bis heute. Ja? Ich nehme mal an, ihr werdet schon sehen, auf was ich eigentlich hinaus will. Ja? Selbe Peaks, gleicher Fall hinunter. Unterschied, dass wir im April 2025 nicht so tief gefallen sind wie im März 2020. Das macht auch den Unterschied, weil ich bin der Meinung, dass diese Sektion 1:1 fast wie diese ist. Allerdings ist diese Sektion hier schon längst über Allzeitlow gelaufen, über Allzeithoch gelaufen. Diese ist erst mit dem Gap drüber gelaufen. Was ich für diese Theorie so erkläre, dass, weil wir hier nicht so tief gefallen sind, ist das Ganze ein bisschen nach oben verschoben. Gut, dann werden wir jetzt einmal, erstens, für diese Version erwarten wir eigentlich das für die nächsten Wochen und Monate. Ja? Preisziele nach oben offen. Wir schauen uns aber vor allem für dieses Tracking genau diese Sektion und halt, was wir letzte Woche und diesen Montag gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. So, hier ist die reingezoomte Version. Und dazu sei gesagt, jetzt haben wir nicht mehr gleiche Timeframes, sondern auf der linken Seite, aus der Vergangenheit haben wir den einstündigen Chart, auf der rechten Seite haben wir den 10-minütigen Chart. Ja, von 27. Mai bis heute. Ja. Und auf dem linken Chart 12. Oktober bis 9. November. Gut, und auch hier solltet ihr ziemlich leicht sehen, wie ich das mir tracke, wie ich mir das Ganze vorstelle, mit den Peaks, mit den Peaks, mit den Lows und den Lows. So, mit den Gaps hier. Ja. Ihr seht hier, dass wir vom 20. Oktober bis zum 2. November eine Gap hatten. Für mich ist das dieselbe Gap wie hier vom 11. Juni bis zum 11. Juni. Wie gesagt, 10 Minuten Chart. In dem Fall wären wir viel, viel schneller. Just einfach nur für diese Sektion. Dann hatten wir letzten Donnerstag diese P-Steel-Tweet, haben wir ja darüber schon geredet, beim perfekten Punkt für Nasdaq und SPY, was echt schon eigentlich ein Beweis dafür ist, dass dieser Markt einfach nur fake ist, aber wurscht.
Wir hatten hier keine Gap, wir hatten halt nur innerhalb von Minuten einen SPY und einen Nasdaq, die verrückt rauf und runter gesprungen sind im Sekundentakt. Ich vergleiche diesen Run, weil er halt so extrem volatil war, mit dieser Gap hier vom 2. November bis zum 3. November. Gut, in dem Tracking vom letzter Woche oder vom Sonntagsvideo bin ich eigentlich noch einmal, wieder mal zu kurz geschaut, davon ausgegangen, dass wir diese Gap hier machen werden. Ja? Wir hatten heute eine Gap. Ich bin nur der Meinung, dass das, weil hier hatten wir eine Gap. Ich bin nur der Meinung, das war nicht diese Gap. Oder ich könnte falsch liegen. Ja? Für diese Version muss ich ehrlich sagen, nein. Ja? Für diese Version war diese Gap das hier. Das war diese Gap. Es schaut nicht 1:1 aus. Ja? Braucht ihr mir gar nicht schreiben. Und wir haben fast einen Gap-Fill gemacht. Fast. Ich muss ehrlich dazu sagen, wenn wir den Gap-Fill hier komplett vollführen, dann hört sich's mit der Ähnlichkeit auf. Wenn wir diesen Gap aber nicht vollführen, ich meine, wir sind nah dran, ja. Wenn wir diese Gap aber nicht vollführen, dann schaut euch das an. Wir hatten eine Gap, sind raufgelaufen, runtergefallen, haben fast einen doppelten Boden hier gemacht. Ja. Die rechte Seite ist tiefer, also es ist kein richtig perfekter doppelter Boden, ja, aber sei dahingestellt. Es wird also jetzt wirklich interessant, was wir den Rest der Woche noch machen. Ja. Nicht im blödesten Fall, im blödesten Fall fallen wir wieder runter. Das sage ich auch gleich dazu. Ja, weil immer zu sagen, der blödeste Fall ist, wir machen nur das, ist meiner Meinung nach Irrsinn. Ja. Der blödeste und schlimmste und schlechteste Fall ist, wenn gar nichts an dem Tracking funktioniert und wir nach unten kneifen. Das ist der blödeste Fall. Ja? End of story. Für diese Version der blödeste Fall ist, wenn wir jetzt 1-2 Tage zur Seite gehen. Glaube ich zwar nicht mit diesem volatilen Markt, ja? Wäre aber der blödeste Fall. Andernfalls, ganz ehrlich, wir suchen diese Gap. Und dazu sei auch eins gesagt, diese Gap war damals ein 8% Sprung. Ja? Jetzt ist immer so die Sache, man sollte nie aus der Vergangenheit, hey, selbst wenn man wenn es perfekt ähnlich ist, sollte man nicht sagen, hey, wir sind 8% gesprungen, deswegen springen wir jetzt auch 8%. Aber ich erwarte mir halt schon einen ordentlichen Sprung. Und wenn es nur 4% sind, ja, oder wenn es nur 5% sind, vielleicht sogar mehr als 8%. Wir leben in verrückten Zeiten. Aber für diese Theorie, damit sie richtig ist, möchte ich einen Sprung sehen. Ich sage auch gleich ganz dazu, ich habe mir eine Position für nächste Woche Freitag gekauft. Ja. Irgendwas bei 307, 309. Kein finanzieller Advice. Ja. Aber wenn ich das schon tracke, möchte ich das halt auch spielen. Ja. Futures schauen jetzt am Abend gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, was morgen passiert. Gut, wegen dem springen wir auch gleich rein in VIX. Und ja, wieder mal ganz kurze Erklärung. Volatility Index. Bullisches Tracking für den Volatility Index ist schlecht für Markt. Also VIX rauf, Markt runter. VIX runter, Markt rauf. Ja. Bis wie immer, es ist ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen ist das die Geschichte. Für dieses Tracking C war unser Top, Lower High, Midpoint. Und wir tracken das jetzt schon, oder ich zeige das jetzt schon seit mehreren Wochen. Wir sind noch immer in einem großen M. Das ist unser großes M noch immer. Ich hatte ein bisschen Pech mit diesem kleinen M, weil eigentlich haben wir das so getrackt und dann hatten wir diesen Mega-Bounce. Aber ich habe gesagt, höchstwahrscheinlich werden wir hier rejecten und dann werden wir verdammt nochmal runterneifen. Ja, und das hier war Dienstag letzte Woche und seitdem kneift dieses Ding. Wir haben sogar hier eine Gap gemacht. Jetzt zur Frage, müssen wir diese Gap, bevor wir runterfallen, füllen? Nein, müssen nicht. Können, ja.
Kommt drauf an, wie man sieht. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich glaube, wir werden sie jetzt nicht füllen. Warum? Ähm, Wir werden jetzt auf jeden Fall um dieses kleine M von M, ja, also dieses kleine M von dem großen M, das hat hier angefangen. Bevor wir nicht niedriger als hier sind, ist das nicht beendet. Ja. Also ich gehe jetzt davon aus, wir werden jetzt irgendwo hier runterfallen. Dann könnten wir einen kleinen Peak machen. Ob wir dann diese Gap füllen oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall müssen wir dann unser T schauen. Und dann fallen wir runter zu unserem V. Wie tief geht dieses V? Auf jeden Fall meiner Meinung nach unter 13,39. Ja. Und dann wird WIX bouncen. Ja. Egal, ob ich recht behalte oder nicht. WIX bounced immer. Ja, ihr braucht euch das hier nur anschauen. WIX bounced immer. Es gibt keine Version, wo WIX runterneift und unten bleibt. Außer der Markt stirbt. Ja. Aber andernfalls, nein, er wird bouncen. Bei diesem Bounce werden wir einen ordentlichen Pullback im Markt bekommen. Also das hier könnte jetzt locker ein riesiges, schönes Blow-off-Top sein. Ja. Aber das hier, das wird ein Pullback im Markt werden. Und zwar ein ordentlicher. Ja. Es wird aber meiner Meinung nach kein Market Crash werden. Ja. Weil wenn ich richtig liege, noch einmal, werden wir an dieser Trendlinie hier rejecten. Also ich nehme mal an, irgendwas, keine Ahnung, 27 bis 26, 25 ist. Das wird unser T. Und hier wird meiner Meinung nach der Markt wieder bouncen. Und dann kneift WIX zur Allzeitlow. Und das ist die Bull Market Rally, ja, die dann danach kommt. Schauen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, WIX schaut extrem bärisch aus. Bärisch aus. Schauen wir mal. Gut, nächstes Beyond. So, Beyond heute nur ein ganz kleines Update. Die ganze Geschichte verlinke ich euch, das ewig lange neue Roadmap-Video ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns da an, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und ja, ich meine, man muss auch eins dazu sagen, es war nicht schwer, heute einen Bounce hinzubekommen. Nur wirklich vereinzelte Aktien, die wirklich noch ihren Pullback gebraucht haben, waren heute rot. Ja? Und AMC und GameStop. Ja, aber sonst war es heute nicht schwer, einen Bounce zu bekommen. Allerdings muss man eins dazu sagen, wenn man sich Beyond anschaut, Beyond hat diesen Bounce wirklich gebraucht. Hat es. Absolut. Ja. War eine schöne Relief Rally. Ja. Und ehrlich gesagt, auch fürs bullische Tracking macht das keinen Unterschied. Ja. Es macht keinen Unterschied, dass wir hier wieder zurückgebounced sind. Weil, ich möchte euch daran erinnern, es kann auch, hätte auch viel schlimmer enden können. Sage ich wirklich dazu. Ja. Es hätte viel schlimmer enden können. So, wir haben jetzt 3 Möglichkeiten. Klarerweise, wenn wir hier hinunterneifen, wenn wir durch unsere rote Trendlinie, die von Dezember mit den meisten Touchpoints hier runtergeht, wenn wir durch die durchbrechen, wenn wir vor allem 57 Cent brechen, ist es vorbei. Ja, kein Wenn und Aber. Ja. Ist leider noch immer da. Ja, ich kann es leider noch immer nicht ausschließen. Gut. Die absolut bullische Variante ist, dass wir hier schon ein kleines Higher Low drinnen haben und das ein Breakout Retest ist. Ja, Mini A. Ja. Vor allem, wenn ihr euch diese Trendlinie hier anschaut. Ja, ich meine, wie ich immer sage, Trendlinien kann man zeichnen, wie man will. Ja, ob es für einen bullish oder bearish ist, das kommt immer darauf an, wer die Trendlinien zeichnet. Aber fürs Bullische würde ich sagen, war das ein wunderschöner Breakout Retest. Bedeutet, ab jetzt geht es weiter nach oben. Ob stark oder schnell, müssen wir schauen. Wie gesagt, unser Hauptpreisziel von 15 bis 43 ist noch immer Juli, August. Oder, das sei auch dazu gesagt, wir sind jetzt noch immer unter unserem kleinen M, kleinen T. Das bedeutet, das kann jetzt locker unser Higher Low werden. Das letzte Higher Low, was wir halt brauchen. Ja? In dem Fall war das heute 100%ig der Peak von diesem Higher Low. Wohin müssen wir?
Ähm, ja, unter die 786, die liegt bei 67 Cent. Also ich würde sagen 67 Cent. Ja, irgendwo in der Richtung. 67 bis die höheren 66 Cent. Sage ich einfach nur, weil wir arbeiten hier mit Minischritten. Ja? Wenn ihr euch das anschaut, 67, 77, 66, 97, irgendwas. Also in dem Fall müssten wir dann irgendwo hier runter. Und dann geht's weiter. Ja? Noch einmal für die Levels. Alles unter 66 Cent. Und wir sind mit dem Pullback noch nicht fertig. Ja? Dann war das hier unser T, weil das M und T hier so nah beieinander liegen. Ja? Wenn wir ganz genau 66 Cent brechen, dann gibt es kein Wenn und Aber. Dann war das nicht Higher Low, sondern T. Hier runter und wir versuchen es noch einmal. Ja? Alles darüber, und das war Higher Low. Oder A. Für unsere bullischen Levels bleibt noch immer alles gleich. Alles über 77 Cent ist bullish. Alles über 80 Cent ist sehr bullish. Und alles über 1,15 $. Und wir reden über die Alternative nicht mehr. Es schaut noch gut aus. Ja? Fürs Fazit sage ich noch immer, solange wir nicht zumindest diese Levels hier brechen, ja, also 77, 80, 84, bin ich noch immer leicht bearish. Ja. Ganz einfach nur deswegen, weil dieses High-Low für mich zu hoch gelaufen ist. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Ja. Ich halte meine Position noch. Ja. Alles unter 63, 62, 61 ist mir zu low. Ja. In dem Fall bleibt und biegt das, dass das hier wahrscheinlich unser M oder unser T war und wir zu einem Allzeitloch runterknallen und das Spiel vorbei ist für das. Aber wir wollten heute eine Bounce. Wir haben eine Bounce bekommen. Somit zumindest etwas hat super funktioniert heute. Gut. Nächstes Bad Bar von Beyond. Weil ich schon lange kein Update zu Bad Bar von Beyond gemacht habe. Und vor allem, weil ich auch schon gefragt worden bin, wie schaut es jetzt eigentlich aus? Somit machen wir heute mal ein komplettes Update drüber. Ja? Ich tracke das von März 2020 bis heute, weil das davor ist einfach nur zur Seite gehen. Ja? Im Großen und Ganzen, ja, es ist nur zur Seite gehen. Ja? Bringt uns nicht viel, deswegen tracken wir das in der Art und Weise. Bad Bar von Beyond ist einer von den Kandidaten, die vor AMC und GME gelaufen sind. Ja, wenn ihr schaut, das hat im März 2020 angefangen, hat seinen Peak im August 2020 gemacht und im Jänner 2021 hat es eigentlich nur das hier gemacht. Es ist also nicht synchronisiert mit AMC und GME. Wenn wir uns jetzt noch anschauen, was hat es im Mai 2024 gemacht? Wo ist Mai? Hier ist Mai 2024. Ja. Im Mai 2024 ist Beyond einfach nur gefallen. Bad Bar von Beyond. Somit ist auch einer meiner Hauptkandidaten, falls es mit AMC und GME dieses Jahr nichts wird und es noch bis nächstes Jahr dauert, wäre Bad Bar von Beyond einer von den Kandidaten, die bei der Shooting Order ganz vorne dabei stehen, wenn wir wirklich wieder die gleiche Shooting Order wie 2020 machen. Auf jeden Fall. Wir hatten einen ziemlich steilen Uptrend. A und B muss man hier suchen. Wir haben hier keine eindeutigen 6 von 1 Pullbacks, keine eindeutigen 0.5 Pullbacks für B. Dann war das unser Peak, unser Lower High, unser Midpoint. Unser T muss der 29. Juli 2024 sein fürs bullische Tracking. Unser nicht Allzeitlow, aber unser V-Punkt muss der 8. April 2025 sein. Dann machen wir das Higher Low. Dazu kommen wir gleich. Unser nächstes großes Ziel für A ist 1586. Ob wir jetzt
hier wieder keinen Pullback machen oder doch einen Breakout-Retest, müssen wir schauen. Für unser großes B ist das Preisziel 40. Hier dasselbe. Ob wir dann hier einen Pullback machen oder nicht, müssen wir schauen. Und dann nur noch brechen wir allzeit hoch oder nicht. Wenn wir sowas ähnliches machen wie hier, dann können wir uns das ja anschauen. Wenn ich die Bars-Pattern wieder finde. Hier. Dann würde halt das Ganze irgendwie in der Richtung ausschauen. Ja. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, wenn wir das wiederholen. Gut, jetzt zum Higher Low, zu unserem Makro Higher Low. Ja. Erstens, es ist eigentlich ein wunderschönes Higher Low. Ja. Wir haben hier unser V, wir haben ein kleines Higher Low, sind rauf zum A gelaufen, Pullback, rauf zu B, Pullback, zum Peak von diesem Higher Low. Dann haben wir ein L gemacht, einen wunderschönen Midpoint und auch ein wunderschönes T. Runter zu unserem V, V an der A, und ich bin mir auch ziemlich sicher, es ist unter der 786. Ja. Gut, und hier zum Beispiel ein perfektes Beispiel, warum ich das Higher Low bei Beyond nicht so mag. Ja? Weil, wenn man das hier so rausgezoomt sich anschaut, könnte man nehmen, hey, das ist doch dasselbe wie bei Beyond. Nein. Und zwar wegen einer Kleinigkeit hier. Seht ihr das hier? Dieser Peak hier, vielleicht zoome ich dann nochmal an, dieser Peak hier ist unter diesem Peak. Das ist okay. Ja? Ein Peak, Higher Low, sollte normalerweise nicht über T gehen. Und erst recht nicht wie bei Beyond in die Nähe vom M. Ja? Deswegen, das hier ist vollkommen okay, meiner Meinung nach. Das hat T nicht gebrochen, somit ist das ein perfektes kleines Micro-Higher Low. Ja? Auch hier, es ist wunderschön unter der 786 und wir hatten einen Bounce. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ich gehe davon aus, dass dieser Bounce, dass dieses Rauf- und Pullback hier schon unser kleines A ist. Ja? Weil, wenn wir hier reinzoomen, bei diesem kleinen A nehmen wir die FIB nicht von hier, sondern weil das kleine A nur von diesem kleinen Run ist, nehmen wir die FIB von diesem Punkt hier und wir sind hier perfekt auf der 0.5 gebounced. Ja? Bedeutet, wir suchen jetzt eigentlich nur noch klein b und im Großen und Ganzen, wenn man das nicht microchecken will, es sollte eigentlich von hier an aufwärts gehen. Ja? Einfach stetig aufwärts oder vielleicht schon squeeze-mäßig ordentlich rennen. Ja? Für die bullische Version haben wir keine Landmarks mehr. Haben wir nicht. Für die Alternative. Ja, für die Alternative kann es wirklich sein, wenn wir hier weiter runterknallen. Erstes Zeichen wäre ein Bruch. Erstes Zeichen wäre ein Bruch von 5,38. Zweites Zeichen und eindeutiges Zeichen wäre ein Bruch von 4,44. Ja. Dann war das doch nicht ein schönes Higher Low, sondern ein T. Dann wird es allerdings schon langsam kritisch. Ja. Wir könnten dann noch hier runterfallen, das ist noch okay. Wir dürfen aber unter keinen Umständen bei Börsen Beyond 3,57 $ berühren oder brechen. Sollten wir das tun, ja, ist es das Schicksal, wie bei Beyond, wie bei GNS, dann wird das hier ein T. Und dann brechen wir Allzeitlow. Ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn wir das machen, steht kein Reverse Split dabei, weil wir sind hoch genug, es ist kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass wir unter $1 fallen. Das Hauptproblem ist Zeit, ja, weil wir dann noch immer ein Higher Low machen müssen und so weiter und so fort. Ja, deswegen, ja. Fazit, ich bin eigentlich bullish, wirklich bullish. Ja. Es bewegt sich in letzter Zeit nicht so viel. Ja. Wartet auf irgendwas, schauen wir mal auf was. Ja. Aber es schaut super aus. Die bärische Alternative habe ich eigentlich nur, damit wir eine bärische Alternative haben. Ich habe noch keine Position. Ja. Ich werde mich, glaube ich, jetzt diesen Donnerstag umschauen.
Aber wie ihr das macht, ist eure Sache. Ja, kein finanzieller Advice. Ich werde mir irgendwas für Jänner nächsten Jahres anschauen. Weiß ich nicht, irgendwas um die 15 herum zum Beispiel. Irgend sowas. Aber Bad Bath Beyond schaut super aus. Kleines Update zu Virgin Galactic. Auch für das nur ein kleines Update. Wenn ihr das Ganze wissen wollt, schaut euch einfach das Video von Sonntag an. Ich verlinke es am Ende. Gut, und für das kleine Update heute, ich habe euch ja gewarnt, ja, wartet auf Bestätigung für das. Ja. Es ist noch immer nicht vorbei, ja, aber wir haben jetzt heute dieses Low hier gebrochen. Das hier. Somit das hier war nicht Higher Low. Ja, war es nicht. Ja. Somit, das war hier unser C, unser Lower High, unser M. Es besteht die Möglichkeit, weil dieses M war hier beendet, also mit dieser Kerze war das M beendet, dass das jetzt heute unser T war. Oder, dass wir jetzt hier noch einen Bounce bekommen, das hier ist unser T. Ja? Vor allem, die Sache ist jetzt nur wichtig, wie tief fallen wir, wenn wir hier nicht bouncen. Ja? Wie gesagt, am liebsten wäre es mir, wenn wir hier auf dieser Trendlinie bouncen oder zumindest 3,16 halten. Ja? Hier, 3,16 halten. Das Problem mit A's, ja? Wenn man es ganz technisch betrachtet, A darf alles, außer die 786 berühren oder brechen. Aber, was ich mittlerweile gesehen habe, meistens der tiefste Punkt, wo ein A noch fallen kann, ist halt ungefähr die Hälfte zwischen der 618 und der 786. Alles drunter und immer näher rankommend an die 768, meistens ist das ein Zeichen dafür, dass wir die 786 brechen werden. Im Falle von Virgin Galactic ist das einfach nur das Problem. Ich glaube nicht, dass das dann ein Higher Low wird. Ja. In dem Fall wird dieses A ein T und wir machen ein neues Allzeitlow. Und es war wirklich nur ein Pump and Dump. Kann ja sein. Oder, so wie es die News beschreiben, die Leute haben es nur gekauft, weil sie gedacht haben, sie haben SpaceX gekauft und haben es mit dem Namen verwechselt. Ich habe das letztes Mal schon erzählt, die gleiche bescheuerte Story hatten sie damals bei EMC und EMCX. Obwohl EMCX das Tracking hatte, dass es halt raufgeht. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, dass es genug Idioten gibt, die nicht genau schauen, was sie kaufen. Aber ja, gut. Also, solange wir einen Bounce hier bekommen, ich würde sagen 3,18, 3,15 Minimum, ja, ist es noch immer okay. Ja. Alles drunter wird langsam kritisch. Ganz kurze Sache, unser nächstes Ziel, falls wir den Bounce bekommen, ist noch immer 131 für unser B. Kein finanzieller Advice. Ich habe keine Position, ich habe gesagt, ich warte. Ja, und zwar mindestens auf den Bruch von 6,80. Ja, also, wenn wir sowas machen, ganz einfach nur, damit es sicher ist, dass wir hier aus dem Feld draußen sind. Ja, wird dann teurer sein, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass das einfach nur Thema. Ja. Also Fazit ist, wir sind am Fertigwerden für die bullische Variante, nur wir sollten langsam einen Bounce bekommen, sonst jo. Bullish werde ich ab 6,88, es schaut noch immer nicht schlecht aus. Bearish werde ich, umso näher wird es 7,86 kommen. Ja? Gut, nächstes ist GoPro. Für GoPro heute auch nur die kleine Version, die große verlinke ich euch wieder ans Ende des Videos. GoPro hätte heute einen Bounce vertragen können. Muss ich ehrlich sagen, ja. Weil jetzt wird es langsam kritisch. Ja. GoPro hat heute die 786 gebrochen. Ja. Und zwar hier. Wir sind drunter geweckt und wie gesagt, mir ist es egal, ob es ein 1-Sekunden-Weg oder ein einstündiger Weg ist. Bruch und Berührung ist Bruch und Berührung. Ja. Es gibt kein, ja, aber das war nur ganz kurz.
Gibt's nicht. Ja. Somit, das kann nicht mehr unser A sein. Es kann nicht. Ja. A bricht die 786 nicht. Gut, die Sache ist die, was ist es dann jetzt? Wie gesagt, die Alternative war, wie bei Beyond, dass das jetzt einfach nur ein zu groß geratenes Higher Low ist. Okay, fein. In dem Fall haben wir hier unser C, unser Peak, unser Lower High, unser Midpunkt. Ich bin trotzdem ziemlich zuversichtlich, dass das hier noch immer unser T, unser kleines T ist. Wir haben die 786 gebrochen. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen runter müssen, auch okay. Wenn nicht, wäre dieses Low jetzt fertig. Jetzt könnten wir noch so ein kleines Micro-High-Low machen und dann Ausbruch. Ist noch okay. Ja. Ich mag das Higher Low absolut gar nicht. Ich mag es bei Beyond auch nicht. Aber ist noch okay. Wenn das so ist, dann besteht noch immer die Chance aufs bullische Trending dieses Jahr. Ole. Ja. Die Alternative. Ja. Fangen wir als erstes mit den Levels an. Alles über 1,31 $ wäre schon super. Ja, löschen wir das jetzt noch mal schnell weg. Alles über 1,31 $ wäre schon super. Man könnte allerdings sagen, alles über 96 wäre schon bullish. Ja. Bestätigung, natürlich alles über 1,76. Wenn wir weiter runterfallen, ich meine, das Higher Low, ja, heißt Higher Low, weil es halt höher ist als das letzte Low. Absolute Bestätigung, dass das hier falsch ist halt leider erst, wenn wir 59 Cent brechen. Ja. Das Problem bei der Sache ist, wenn wir 59 Cent brechen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu sagen, dass das hier erst das M war. Ja. In dem Fall, und zwar das M von diesem Ding hier, in dem Fall werden wir hier brechen, werden trotzdem hier einen Bounce bekommen, das sei auch klargestellt. Rauf, dann wird das hier unser T. Und danach werden wir Allzeitlow brechen, weil das ist dann nicht Higher Low wahrscheinlich, sondern das wird dann einfach nur unser T. Ja. Oder es ist ein verflucht großes Higher Low, aber in beiden Sachen ist es verflucht nochmal Zeit, die uns flöten geht. Und egal, ob das jetzt hier T oder ein verflucht großes Higher Low ist, ich meine, in dem Fall wird es dann so ausschauen. Das wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauern. Das ist halt der Scheiß dran. Also mein Fazit ist, wenn wir hier jetzt bouncen, ja, also sagen wir ab morgen oder zumindest ab dieser Woche hier bouncen, okay, dann bin ich noch bullish. Ja. Wenn wir hier nicht bouncen und hier weiter runtergehen und spätestens 59 Cent brechen, dann bin ich nicht mehr bullish, sondern dann werde ich vor allem zeitmäßig extrem bearish. Ja. Ich habe eine Position für Jänner, eine kleine, weil es immer ein YOLO-Play war. Aber also bei 59 mal schauen, ob ich die Position dann noch retten kann oder nicht. Aber also wenn sie nichts mehr wert ist, halte ich es. No Financial Advice, weil wer weiß. Wenn sie noch was werden sollte, bin ich raus. Ja. 59 Cent ist ein No-Go. Ja. Also bouncen oder sterben. Leider. Es hat besser ausgeschaut. Es hat wirklich besser ausgeschaut. Aber ja. Vielleicht muss ich auch ehrlich dazu sagen, diese komischen Higher Lows treten erst dieses Jahr auf. Vielleicht ist das Jahr für die komischen Higher Lows. Könnte sein. Gut, und zum Abschluss kommen wir noch zu unseren 2 YOLO-Plays. Als erstes GDC. Und zwar, weil ich schon sehr lange kein Update darüber gemacht habe. Bevor wir hier anfangen, ich sage das absolut eindeutig dazu bei diesem Play. Es ist ein absolutes YOLO-Play. Ja? Meiner Meinung nach verwendet nur Geld bei dieser Aktie, was ihr auch liebend gern anzünden würdet. Ja?
absolutes YOLO-Play. Es gibt einen Grund dafür, trotzdem absolutes YOLO-Play. Ja? Nur um das eindeutig, und kein finanzieller Advice. Nur um das eindeutig zu sagen. Um was geht's hier? Hauptsächlich, warum ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin, ist dieser Drop hier. Das war fast ein 100% Drop mit tagelang keine News. Warum? Ja, hier haben plötzlich einfach alle Leute gesagt, nee, verkaufen wir. Einfach so. Futsch. Ja. Deswegen habe ich es mir dann überhaupt angeschaut, weil es halt sehr schön in meine Theorie geht, dass nicht die News die Aktie bewegen, sondern dass immer Ausreden gesucht werden für die Bewegung. Ja. Eins dazu sei gesagt, diese Aktie kann von einem Tag auf den anderen einfach weg sein. Tot sein oder sie macht ihren Move. Sage ich auch dazu. Und wenn ihr euch das hier anschaut, dann müsstet ihr eigentlich schon sehen, was ich damit meine. Ich meine damit, dass wir diese Sektion 1:1 mit dieser Sektion vergleichen. Ja? Ganz einfach deswegen, weil Fractals sich immer wieder wiederholt. Es wird nur größer und langsamer. Ja? Und in dem Fall haben wir hier einen Peak, genauso wie hier einen Peak haben. Dann fallen wir hier runter. Dann fallen wir runter. Kommen wieder rauf zu unserem Midpoint. Kommen wieder rauf zu unserem Midpoint. Hier. Fallen wieder runter. Fallen wieder runter. Zu diesem Low. Zu diesem Low. Kommen wieder rauf und machen diesen Hump. Kommen wieder rauf und machen diesen Hump. Und dann kneifen wir zu unserem Allzeitlow damals und dann kneifen wir zu unserem Allzeitlow jetzt. Ja? Wenn an diesem Tracking irgendwas dran ist, dann wird, wann auch immer, ich kann euch keine Zeit dafür geben, plötzlich diese Kerze hier entstehen. Und diese Kerze passiert, ich nehme mal an, würde irgendwo, kein finanzieller Advice, irgendwo in diesem Bereich gehen. Wir stehen jetzt gerade bei 10 Cent. Ziel ist irgendwas zumindest über 45, unter 340. Also ich würde ausgehen von 160 bis 89. Irgend sowas. Kein finanzieller Advice. Und zwar instant. Ja, weil ihr seht diese Kerze instant. Auch wenn man jetzt hier hineinzoomt, wie dieser Boden ausgeschaut hat damals. Dieser Boden hier. Dann sind wir heruntergefallen. Ich meine, hier war fast überhaupt kein Volumen. Und sind da die ganze Zeit rauf, runter, bevor es plötzlich Puff gemacht hat. Ja. Und wir machen derzeit nichts anderes. Ja. Wir machen hier nichts anderes, außer nach dem Fall laufen wir rauf, runter. Bekommen ab und zu in der Früh manchmal diese 40, 50-prozentigen Runs. Ja. Und dann fahren wir wieder runter, machen so weiter. Ja. Also entweder wird dieses Ding irgendwann nach oben schießen oder es wird irgendwann weg sein. Die News dazu sind, dass diese Firma gerade in Verhandlungen ist, dass sie aufgekauft wird. Und das wird diese Kerze hier sein. Ja? Oder der Verkauf schlägt fehl und delistet und futsch. Ja? Deswegen sage ich auch dazu, es könnte was Tolles sein. Es könnte auch einfach nur verschwinden. Ja? Aber es würde zumindest Sinn ergeben, wenn wir das machen. Ja? Also das Tracking wäre dafür. Gut, war ein kürzeres Video heute. Wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier oben, das große Roadmap-Update-Video da dahinter. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und schauen wir, was den Rest der Woche noch so passiert. Wir sehen uns.